Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Miniserie. Heute mit Penumbra OVERTURE. Ich selber habe das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber der gute LOL Fury, wie er auf Steam heißt, 37, hat mir das Spiel geschenkt. Danke daran oder danke an ihn. Hab mich richtig gefreut und dann habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und habe gedacht, yo, das machen wir. Das spielen wir mal, zumindest in dieser Miniserie. Es soll ein richtig geiles Horror-Game sein. Da freue ich mich jetzt drauf. Und ich denke, wir legen gleich los. Wir starten ein New Game. Es ist der erste Teil. Wir spielen das Ganze auf normal. Recommended suits most players. Also es passt für die meisten Spieler. My story began in February year 2000. For my part in this allegory, I'm not going to make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it, so when he sent me a letter a few days after Mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. Pity he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. Oh. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went, as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago. And so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things: physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realised my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day, and I considered in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Loading. Hört sich schon mal richtig geil an. Aber die Grafik ist verpixelt, lecker mio, ey. Finally, we're almost docked. I'd better stow my gear. I may be far from home, but chances are I can still pick things up using left mouse, and I can take a closer look at things using right mouse. Okay, es scheint alles ein bisschen älter zu sein. Wartet mal. Ich muss auf jeden Fall die Controls... Geht es noch? Maus-Sensitivity oder irgendwas? Nein? Doch. Machen wir mal ein bisschen höher. Mach ich mal auf 5. Oh, das ist ein bisschen zu viel. So. Easy. Okay, jetzt sind wir hier irgendwie auf einem Frachtschiff. Die Grafik, die schwankt so zwischen, naja, und doch irgendwie detailgetreu. What should we do with the dozer? Scheiße, what shall we do? So, die kann ich angucken. I'm certain this map's a good decade or so out of date, but landmarks don't change much in Greenland, so I've got a pretty decent idea of where I'm heading. Okie dokie. Always good to have a notebook to jot down interesting information and reminders. I think I left my torch in the desk drawer next to the bed. I can be opened using my left mouse. Ah! Some Jack Daniels. Ach, die geht im Arsch. Ah.
Ah, sehr gut, sehr gut. Müssen wir auch noch aufziehen. Ah, da muss man sich dran gewöhnen. Die Steuerung ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Extra Batteries for Flashlight. Das ist so ein Knicklicht. I should be able to access it through my inventory or with the shortcut G. Sondern es ist der erste Teil von insgesamt 3. Da ist die Torchlight oder Flashlight. Shortcut Key F. Ah, Flashlight. Okay, I want to get going before dark. Krasser Scheiß. As I stepped off the boat, setting out into a blizzard that had formed around me. Okay, da ist wohl Schneesturm. So cold. Don't know where I am. Need shelter soon. Okay, das brauchen wir wirklich. Rennen können wir auf Shift. My entire head went numb a long time ago, but I can still hear the wind roaring past. Or it is just my whatever. Okay, da können wir vielleicht ein Zelt aufbauen. Oder... Frozen Solid must break ice. Ah, habe ich da irgendwas? Notebook? Ich habe da nichts, ne? To-Do-List, Notes. Wir brauchen irgendwas, womit wir das Eis kaputt machen können. Maybe there's some stone we could use to break the ice. Sehr cool. Das sind die Spiele, die ich einfach mag. Nicht so stupide draufballern, sondern mal ein bisschen mit Köpfchen. If I use Interact Mode R, I can swing the stone more accurately. Ah. Sehr nice. Sehr cool. Dann mach mal auf das Ding. Komm, 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 komm. Ja, und jetzt? Ah, jetzt muss ich die Klappe. Das ist halt echt krass, weißt du? Da musst du die Klappe noch anheben. Lecco mio. Was macht er jetzt? Ist er drin? Are we safe? I don't think so, man. Jesus, my head. I can't believe I fell that far and survived. Although looking around, maybe I didn't. What's this for place? Doch, wir leben noch. Scheiße, wir sind tatsächlich runtergefallen. Empty boxes of ammunition. Was? Leere Munition? Ich glaube, ich sollte das Ding aufheben. Steel Rod. Flare, eine Fackel. Da ist noch mehr von dem Zeug. It's a 24-hour ration pack. Long password seal. Okay, lange her, seitdem das Ding verkauft wurde. Ah, okay. Ah, okay. Let's see. Can swing this hammer if I hold left mouse. I can make a backswing and pulling the mouse right. And then follow through by pushing left. The opposite works too. Pulling back and then thrusting forward produces a stabbing motion. So, dann gucken wir mal, ob wir uns damit ausrüsten können. Ah, das kann ich auf 1 machen zum Beispiel. Dann kann ich das auf 2 machen. Ich glaube, das ist ganz geil. Ah, das kann ich nicht ver... Ah. Tja, es scheint aber nicht offen zu sein, oder?
Ja, so langsam komme ich da ein bisschen drauf, was man damit machen kann, aber... Irgendwie muss doch die Tür aufgehen, oder nicht? No, not quite right. Ja, und... It's stuck. There must be something in the way. Und wie komme ich... Ah. Emergency Exit. Na ja, gut. Das geht nicht, ich komme nicht durch. A heavy looking wooden barrel, could be anything inside it. Ah, man kriegt sie tatsächlich kaputt. Ah, quite right. Es ist halt echt krass, weißt du? Das heißt, ich könnte theoretisch auch... Kriege ich die Tür kaputt? Nee, ne? Also es sieht nicht so aus, als würde ich die Tür kaputt kriegen. Was mich hier nur so ein bisschen verwundert, ist, dass da oben ein Loch ist. Geht's da hinten weiter? Nee, ich glaube nicht, aber wie... Ja, wie soll ich denn dann weiterkommen? Da ist ja auch nichts. Alter, ernsthaft? Was haben wir noch? I'm in some kind of underground installation, but the only door out of the room is I'm locked. Need to find some way around. Tja, die Frage ist, wie? So, was bringt mir das? Ich muss doch da irgendwas damit zerschlagen können, oder nicht? Tja, der Game has crashed, Freunde. Und an der Stelle würde ich dann sogar beenden. Komme gerade nicht weiter. Ist ein cooles kleines Game. Vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Danke nochmal an LOL Fury, der mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Euer BloodyLP.